Hi Leute, wir sind heute hier in Frankfurt im Green Monkey. Das ist unsere Event-Location. Wir machen hier verschiedene Sachen, unter anderem Fußball 2000. Pam, Pam. Vielen Dank, dass wir da sein dürfen, Malaga, mein Friend. Wir kennen uns von dem einen oder anderen Event. Wir werden heute mal ein bisschen kehren wieder. Wir müssen mal all diese Transfergerüchte zusammenkehren, gucken, was die Eintracht noch zu tun hat, weil ich habe das Gefühl, das ist noch einiges. Ein bisschen mehr, als man denkt. Die Saison rückt näher, das Pokalspiel ist bald, das erste Bundesligaspiel kommt bald, Champions League-Auslosung ist bald. Aber es sind noch viele, viele Fragezeichen im Kader. Deswegen bin ich dankbar, dass wir hier sein dürfen. Marvin und Sam Official sind auch am Start. Ihr liked jetzt schon mal alles und kommentiert und kauft Karten für Fußball 2000 live in der Batsch Cup. Wir sind am 31.8. auf dem Museumsuferfest, also ihr seht schon, auch wir haben viel Luft zu kehren. Fußball 2000, wir sind wieder hier und zu dritt sind wir am Start und wir müssen ein bisschen analysieren. Hallo, schön, dass ihr alle da seid. Wir haben uns hier ein bisschen im Untergrund zusammengetroffen, konspirativ, denn die Eintracht, die trifft sich nämlich auch bald, habe ich nämlich gehört. Die machen bald eine Transferkonklave. Es scheint so, als würde es bald einen Transfergipfel geben, wo ganz genau darüber gesprochen wird, was läuft mit den Abgängen, was ist mit den Zugängen. Da stockt's nämlich. Aber darüber reden wir gleich. Wir gucken nämlich erstmal ein bisschen aufs Trainingslager, liebe Leute. Ihr habt's alle mitbekommen. Der liebe Leute-Counter ist hoffentlich an. Schreibt mal in die Kommentare, wie viel ihr jetzt schon gezählt habt. Und was wir auf jeden Fall sagen müssen ist, im Trainingslager gab es einige positive Entwicklungen. Mein lieber Chris, was hast du da so festgestellt? Wer war dir besonders nicht Dorn im Auge, sondern ein Augenschein des Momentes, was wunderschön war? Ich glaube, Marvin, man muss... Das ist das Gegenteil von Dorn im Auge. Ja, das weiß ich. Ja. Nehmen wir Sonnenschein. Nehmen wir die Sonnenstrahlen im Auge. So, da haben wir sie doch. Was war dein Sonnenschein? El-Jebahi. Punkt. Ja. Da muss ich sagen, der war in den ersten, ich wurde dafür ja auch von dem einen oder anderen User kritisiert, dass ich ihn in meiner ersten Trainingseinheit sehr hart beobachtet, rangenommen habe. Habe da aber auch schon gesagt, warten wir das Trainingslager ab. Die Tür habe ich mir offen gelassen, bin ich auch froh drüber, dass ich da noch keine endgültige Tür zugemacht habe. Hast den Weg zurückgefunden. Chris wurde resozialisiert. Nein, wir müssen jetzt, Dino Topmöller sagte es ja auch, man kann bei El-Jebahi vielleicht keine 7-Meilen-Stiefel verlangen, aber Schritt für Schritt. Das Tor gegen Aston Villa war gut. Und das jetzt aber auch gegen Philadelphia Union, das war ja auch wirklich ein Tor, wo man mal endlich gesehen hat, was dieser Junge vielleicht auch kann. Das war ein Sprint, das war ein sehr guter Laufweg, der Abschluss war eiskalt. Und wenn der dir das jetzt auch mal dann in den Pflichtspielen auf die Platte bringt, auf den Platz bringt, dann erübrigt sich vielleicht auch so diese Suche nach, vielleicht noch dieses Rufen nach einem Stürmer. Ja. Weil es kristallisiert sich ja heraus, dass es wohl ein Stürmersystem erstmal wird. Ja, und dann hättest du natürlich mit Johnny Burkhardt, mit El-Jebahi und mit Batshuayi 3 gute Jungs, das muss man sagen. Aber so war Bahi ein echter Mutmacher für die kommenden Wochen. Das finde ich ganz wichtig. Wir haben ja in der letzten Woche, liebe Leute, könnt ihr noch mal reingucken. Da haben wir nämlich auch ein bisschen über das System gesprochen. Und dann war es ja tatsächlich so, dass wir gedacht haben, okay, wenn es wirklich dieses Einstürmer-System ist, dann könnte das reichen, wenn er wirklich sticht. Und es ist ja schon so. Allein, wenn man sich die Spieler anguckt, die Präsenz, die er zeigt, den Willen auch, den er hat und auch die versuchten Abschlüsse. Das ist wirklich für mich eine Präsenz. Er ist da und man kann ihn plötzlich anspielen. Weil, seien wir ehrlich, ne, am Ende der letzten Saison, da hast du gedacht, ne, wir holen immer wieder Freiburg her. Das war so die größte Probe, die man natürlich hatte. Aber da war es natürlich so, da war er komplett kein richtiger Teil des Teams. Das hat sich geändert. Und das ist wirklich eine Weiterentwicklung, der wir hier Rechnung tragen wollen, wo wir sagen wollen, super, es geht in die richtige Richtung. Und natürlich Richtung, und dann ist natürlich auch jemand, der war hier immer gelobt hat, der sein Schutzschild immer nach oben gehalten hat. Und jetzt kommt die große Zeit von Basti Red. Der wird sich ja nicht freuen, weil El-Jebahi, er kommt langsam an. Ja, aber ich spiele jetzt hier mal ein bisschen wie antizyklisch, mache ich es jetzt mal. Genauso wie ich nicht dabei war, ihn in Grund und Boden zu reden, wie der ein oder andere, wo ich gesagt habe, das ist weiterhin eine 50-50-Nummer, ob das funktioniert mit ihm. Genauso werde ich jetzt auch nicht irgendwie einen übertriebenen Hype-Train fahren, weil es ist am Ende ein Trainingslager, es sind am Ende Testspiele. Und Marvin, wir machen das jetzt ja auch schon eine Zeit lang, über wie viele Vorbereitungsgewinne hat man schon gesprochen, von denen du danach... Besuschkow, der wird auch jedes Jahr als Beispiel herangezogen. Goretzka können wir auch mal nehmen. So, dann nehmen wir mal einen anderen, Goretzka, genau.
Und genauso würde ich jetzt auch nicht irgendwie komplett auf den Hype-Train aufsteigen und sagen, jetzt ist sicher, dass es klappt. Genauso wie es letztes Mal nicht sicher war, dass es nicht klappt, ist es jetzt genauso nicht sicher, dass es klappt. Aber du hast schon richtig gesagt und du hast auch gesagt, die Tendenz ist positiv. Genau. Das ist doch super. Ja. Weil am Ende glaube ich schon, dass man bei Wahi gesehen hat, in seinen vorangegangenen Stationen, das ist jetzt zwar schon 2 Jahre her, dass das ein absolut explosiver Stürmer sein kann. Und das Gefühl, was ich hatte, was ich auch beschrieben habe, war, dass das eher eine mentale Sache ist. Und das sind Dinge, wo man denkt, okay, die kann man besser ausräumen, wie als wenn du jemanden holst, wo du merkst, okay, der gerät durch seine fußballerische Sozialisation, durch seine Fähigkeiten an Grenzen, weil da weißt du, da kannst du nichts machen. Aber wenn es um mentale Dinge geht, da weiß ich, okay, da kannst du vielleicht die eine oder andere Stellschraube drehen, du kannst ein bisschen Druck von ihm nehmen und sagen, ey, genau wie Topmöller es gemacht hat, es müssen jetzt keine Riesenschritte sein, aber bisschen in die Positivität rein. Basti, da will ich gerade rein, dann kann das sogar eines der positiven Aspekte des Trainingslagers gewesen sein. Raus aus, sag ich mal, der Frankfurter Bubble, rein in ein ganz neues Umfeld, weil, du hast eben ja, wir haben es im Vorgespräch gesagt, Phil war vor Ort, war einer von wenigen Journalisten, die auch wirklich präsent waren, und ansonsten hatte die Eintracht ein, sag ich mal, Wohlfühlumfeld, wo viele Fans der Eintracht vielleicht zugegen waren. Ich habe so gehört, die Wetterbedingungen waren eher so mäßig, sag ich mal, ja. Aber dann war es eine Zeit, in der man sehr an sich, mit sich arbeiten konnte und vielleicht auch nicht so sehr im Fokus stand, sondern nur in diesen, in den Testspielen, die wir dann gesehen haben. Kann das vielleicht auch so ein mentales Ding gewesen sein, dass er diese Vorbereitung jetzt mal voll aufgesaugt und voll mitgenommen hat? Ich glaube tatsächlich, ich meine, das kennen wir alle, diese Klassenfahrt-Vibes, die du dann hast, dass nach der Klassenfahrt die Dynamik in der Schulklasse immer anders war als vor der Klassenfahrt, wenn du einfach mal mehr Zeit miteinander verbringst. Bei der Skifreizeit hat natürlich viele irgendeinen Schienbeinbruch oder so. Ja, kann im Trainingstag auch. Marvin hat gleich wieder so die anderen Beispiele. Nein, und ich glaube, froh, dass sich niemand verletzt hat. Ja. Und ich glaube, gerade bei Wahi war es ja so, dass man um die Problematiken wusste, dass er eventuell jetzt vielleicht nicht so gut drauf ist, und vielleicht hat der eine oder andere Spieler, der da ja sich auch verdient gemacht hat, so ihn ein bisschen vielleicht an die Hand genommen, wenn du da so einen Fokus drauf hast. Also glaube ich, wenn so ein Problem besteht und du weißt aber um das Problem, dann kannst du es ja auch angehen, jetzt nicht auf übertriebene Art und Weise, sondern du kannst irgendwie mal darauf achten, dass du ihn in die Gruppe integrierst und so weiter. Also dass er einfach ankommt, und ich glaube, das haben auch viele vergessen, die ihn in Grund und Boden geredet haben, das will ich ganz so deutlich sagen. Der ist ein halbes Jahr da, der hat eine schwere Zeit hinter sich, und bei anderen Spielern hat das auch gedauert. Und die Geduld hat irgendwie keiner ihm gegeben. Und jetzt müssen wir halt gucken. Natürlich kann das noch schiefgehen. Natürlich kann es auch sein, dass seine Spielweise nicht passt, dass er mit der taktischen Vorgabe von Topmöller nicht zurechtkommt. All diese Dinge, die im Fußball dem Zufall überlassen sind, die können alle passieren. Aber zumindest habe ich das Gefühl, dass es nicht so dramatisch ist, wie das teilweise gemacht wurde, sondern dass er in der Mannschaft integriert sein kann. Und wenn das so ist, dass er eventuell auf seine Spielzeiten kommt, und dann werden wir gucken, was dabei rauskommt. Aber wie gesagt, ich bin eigentlich noch im selben Zustand wie vor 3-4 Wochen. Ich habe große Hoffnung. Aber ist doch gut, weil der Stürmerdruck scheint deswegen nicht mehr ganz so hoch zu sein. Das ist wichtig für die Eintracht. Das ist wichtig für die Eintracht. Ja. Man kann einen Gang zurückfahren. Wir werden sehen, wie die nächsten Ergebnisse so sind. Aber der Weg nach vorne, der scheint bei Wahi auf jeden Fall gegeben zu sein. Und dazu kommt natürlich auch noch, und da kommt der nächste, sage ich mal, Gewinner der Vorbereitung oder zumindest des Trainingslagers, Johnny Burkhardt. Johnny Burkhardt, der gezeigt hat, dass er auch in Frankfurt schon Tore erzielen kann. Der gleich, wenn er gespielt hat, präsent war. Man hat erst so ein bisschen auf ihn gewartet, weil er musste erst... war leider am Kränkeln ein bisschen. Kränkeln, wie wir alle, wenn wir irgendwie Jetlaggen, dann haben wir auch ein bisschen Probleme oder so. Aber er war ein bisschen am Kränkeln. Aber er ist jetzt da, er ist jetzt präsent, hat jetzt Tore erzielt, und da freue ich mich auch, weil das zeigt auch, er kommt schon ganz gut in der Mannschaft an. Ich finde, das merkte man aber vom ersten Tag an irgendwie. Ja. Johnny Burkhardt kam, und es war irgendwie gleich so ein richtig cooler Vibe da im ganzen Umfeld. Auch die Skeptiker, sag ich mal, am Anfang wie Basti, wurden dann ja auch abgeholt rund um den Transfer. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Wir gucken mal, wie sich das entwickelt. Was halt bei Burkhardt auffällt, es ist ein ganz anderer Spielertyp als davor Ekitike und Mamouche. Der Sturm, der wird sich verändern. Und das sieht man ja auch an den Trainingseindrücken, die man immer sammeln konnte. Es wurde jetzt viel gegangen auf Pressing, auf hohe Ballgewinne. Ich glaube, das Umschaltspiel, das wird nicht völlig passé gelegt werden, aber die Eintracht kommt jetzt in eine Situation als Champions-League-Teilnehmer, Drittplatzierter. Du wirst jetzt vielleicht nicht mehr ganz so oft immer in diese Umschaltmomente kommen und alles über Tempo lösen können. Und dann ist halt so ein brutaler Anläufer wie Burkhardt, der hört ja gar nicht auf, den Gegner anzulaufen. Der nervt ja permanent. Der ist ja geil. Das macht der als Fan, finde ich, liebe Leute, schreibt gerne mal in die Kommentare, weil das ist so Sachen, das mag ich. Ich mag dann dieses aggressive Angehen. Ne? Du bist sofort in Feuer und Flamme. Genau. Du hast richtig Bock. Und ich fand auch sein Tor gegen Union war auch cool nach der Ecke, nach der Verlängerung, wo er einfach am zweiten Pfosten ist und so ein Tap-In macht, so ein Abstauber. Und das finde ich, das sind Dinge, die zeigen, der hat schnell adaptiert, glaube ich, woran es ankommt.
Ich weiß nicht, ob es ab dem ersten Spieltag gleich klappt. Oder ob wir auch mal 3-4 Wochen, wir sollten nicht gleich die Minuten zählen, Sehr gut. wenn er nicht trifft. Aber wenn man dieses Gesamtpaket Burkhardt und Mannschaft sieht, dann hat man das Gefühl, da kann sich echt ein gutes Match entwickeln. Ob es das tut, hat viele Faktoren. Basti nennt es richtig, kann immer was passieren. Verletzung, Formtief. Aber die ersten Schritte jetzt in den USA, außer die Erkältung, die waren sehr positiv. Aber Chris, ich finde es total wichtig, dass du das nochmal erwähnst. Denn am Ende dürfen wir nicht vernachlässigen. Auch wenn ein weiter Teil des Kaders bestehen bleibt, gibt es an wichtigen Stellen wieder Änderungen. Ich meine, es ist einfach so, dass Ekitike ein absolut wichtiger Spieler war, der jetzt weggegangen ist. Da kommen jetzt neue Leute ran. Geduld bewahren, gerade in den ersten Wochen. Ganz wichtig. Irgendwie das Spiel gegen Engers bestreiten, gewinnen. Ja. Und irgendwie durchkommen. Und dann nach und nach zu einem Konstrukt werden, was funktioniert. Da müssen wir auch Geduld bewahren, weil es leider auch der Weg der Eintracht ist. Wichtige, große Spieler werden abgegeben. Andere, auch gute Spieler, kommen an den Main. Und sie müssen aber erst hereingearbeitet werden, in das Konstrukt geformt werden. Und da ist es auch an uns, tatsächlich auch mal ein bisschen Geduld zu haben. Wir sehen, die ersten Schritte werden gegangen. Und wenn wir über Geduld sprechen, Basti, dann müssen wir natürlich auch über dich sprechen. Ja, also Geduld, Basti. Geduldigste Mensch der Welt. Also wenn ich das bei ChatGPT eingebe, dann sehe ich auf jeden Fall Basti auch ein Bild tatsächlich. Ja? Aber wenn es um Geduld geht und auch ein Spieler, mit dem du auch vielleicht mal weniger Geduld hattest, trotzdem warst du trotzdem immer sehr moderat. Aber es ist tatsächlich jemand, über den ich noch mal ganz kurz sprechen will, weil ich fand es durchaus spannend. Das JB, der Spieler, bei dem ja sehr, sehr viele kritische Augen in Frankfurt über ihn wachen, da habe ich das Gefühl, dass der zumindest für sich einen anderen Weg gefunden hat, und zwar mehr in der Zentrale. Ist dir das auch aufgefallen? Könnte das wirklich eine Alternative sein? Jetzt mache ich mal den Ton aus hier. Ja, tatsächlich. Und ich habe am Anfang auch immer bei ihm so ein bisschen gedacht, dass er auf den Außen mir so ein bisschen leid getan hat, weil du das Gefühl hattest, okay, diese absolute Schnelligkeit für einen Außenbahnspieler hatte er nie. Ja. Er hatte dann so diese gewisse Technik und konnte das damit wettmachen. Ich erinnere mich an ein Tor gegen Bayern, wo er das wirklich sehr, sehr, sehr dynamisch gemacht hat. Aber bei ihm hast du immer so gedacht, okay, vielleicht reicht's nicht für den ganz großen Wurf auf den Außen, weil er dann halt am Ende, im Gegensatz zu den anderen, halt diesen absoluten Speed nicht hatte. So. Und dann hast du gedacht, okay, aber technisch ist er eigentlich ganz gut, er hat gute Standardsituationen, vielleicht ist es ja ein Spieler, der in der Zentrale spielen kann. Und ich habe das Gefühl, das wird jetzt halt mal ausprobiert. So, ich glaube, Topmöller und Shelby haben ein gutes Verhältnis, das hat er jetzt auch, glaube ich, irgendwo kommuniziert. Und wenn der Trainer so sehr auf ihn steht und jetzt irgendwie einen anderen Plan mit ihm hat, dann ist das auf jeden Fall was Spannendes, weil auch das ist eine Vakanz, die eventuell dann dadurch geschlossen wird. Genau das, was du gesagt hast, dass diese Wahi-Beruhigung, will ich sie mal nennen, die kann genauso jetzt dadurch im Zentrum auftreten. Ja. Es ist, glaube ich, nicht so, dass Wahi und jetzt auch JB absolute Startelf-Kandidaten sind auf den Positionen, aber du kriegst durch die Flexibilität der beiden eventuell eine Breite hin. Mit Spielern, die du schon hast. Die du auch brauchst. Die du brauchst und die Abläufe kennen. Das heißt, bevor ich jetzt einen neuen Sechser, Achter hole, probiere ich vielleicht wirklich erstmal mit JB, der kennt die Abläufe, der kennt die Mannschaft, der geht in sein 3. Jahr, der hat ein gutes Verhältnis zum Trainer, weil du hast es auch bei Burkhardt gesagt, das wird dauern. Das wird bei JB nicht passieren. Also bei JB wird jetzt erstmal so ein Integrationsprozess nicht irgendwie lange dauern, sondern der ist da, wenn er diese Position gut annehmen kann. Dann ist es auch das eine geile Lösung von dem Spieler, der schon da ist. Und das ist für mich immer wichtiger, als wie immer zu sagen, ja, dann brauche ich noch einen neuen. Und dann will ich noch einen neuen, dann will ich noch einen neuen. Dann vielleicht lieber jemand, der schon in einem Konstrukt drin ist. Und wenn Dino Topmöller das so bewertet für sich, dass er sagt, ja, der kann diese Aufgaben als Taktgeber in der Zentrale erfüllen, dann bin ich der Letzte, der da in irgendeiner Art und Weise einen Mann einen Zeigefinger hebt, sondern ich kann mir dieses Experiment sehr, sehr gut vorstellen. Ich finde, da sprichst du ganz wichtigen Punkt an. Es wird ja sehr, sehr schnell immer geschrien, Neuzugänge hier, man braucht noch den Sechser, man braucht noch das. Die Eintracht hat so viel Potenzial und junge Spieler. Ja. Du musst auch mal aus dem Kader heraus, gerade mit jungen Spielern, auch mal was entwickeln. Und vielleicht entdeckt auch mal so ein Spieler, der vielleicht mit 19, 20 auf einer anderen Position groß geworden ist, dass er vielleicht auf einer anderen Position das besser kann. Gibt einige Beispiele in der Fußballgeschichte. Nehmen wir mal einen Basti Schweinsteiger, der mal auf rechts außen begonnen hat und als Sechser bis zum Weltmeister gegangen ist. Also zwar nicht Weltmeister geworden, hat vom Stürmer zum Sechser und war ein guter Sechser damals. Ne? Funke, alles richtig gemacht. Weil ich damit nur sagen will, JB ist noch kein Schweini oder noch kein Jones. Ja. Aber ich finde es gut, wenn Dino Topmöller ein Gefühl entwickelt, dass er vielleicht auch Spieler auf anderen Positionen noch besser fördern kann, bevor man immer... Der Transfermarkt ist so teuer geworden. Wenn man jetzt da sieht, Fröholt, an dem man dran war, 25 oder 22 Millionen nach Porto. Franjo Ivanovic, auch 25 bis 30 Millionen Benfica. Absurd. Das heißt, die Eintracht ist super darauf angewiesen, die Potenziale, die sie jetzt hat, auszuschöpfen. JB, Usun,
Wahi, wie sie alle heißen und vielleicht sogar auch mal die eigenen Jungs. Aber deshalb möchte ich einfach nur sagen, nicht immer permanent danach rufen, 4, 5, 6 Neuzugänge, nur weil man jetzt Champions League spielt, sondern auch mal einfach zu sagen, hey, das sind junge Spieler, die werden ja auch besser im Normalfall und dann im 2., 3. Jahr nochmal einen Schritt nach vorne gehen, auf eine Position, die wir vielleicht davor in den Analysen gar nicht erwartet hatten. Friends, ich finde das eine super Sache. Ich muss sagen, ich freue mich tatsächlich sehr darüber, dass das zumindest mal probiert wird. Ja. Ob das am Ende das Konzept ist, mit dem die Eintracht dauerhaft fährt, wissen wir nicht. Dass aber es probiert wird, jemand, wie du das hast wunderbar schön gesagt, jemand, der schon die Mannschaft kennt, der schon integriert ist in der Mannschaft, der jetzt auf einer anderen Position mal vielleicht nochmal einen anderen Akzent setzen kann. Ich würde mich sehr freuen. Chaibi, die Daumen sind auf jeden Fall gedrückt. Wir würden uns sehr freuen, wenn das klappt. Schreibt ihr doch mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Weil so ein Positionswechsel hat schon, wir haben es eben gerade gesagt, 2 Beispiele genannt, vielen Spielern geholfen und dann waren sie auf anderen Positionen vielleicht ein Stück weit stärker. Könnte ebenso laufen. Aber natürlich ist auf jeden Fall, wir schauen mal, aber bei Positionen müssen wir natürlich auch darüber reden, dass es natürlich nicht nur Zugänge gibt auf Positionen, vielleicht kommen wir dazu auch noch, aber potenziell auch einige Abgänge. Und da merken wir, es gibt ein Gerüst an Transfersituationen, wo wir irgendwie das Gefühl haben, das eine Dominostein muss fallen, damit es weitergeht. Und gerade, es scheint aber das große Stocken angestartet zu sein. Und ich muss sagen, selbst bei Tuta war letzte Woche großartig in der Verlosung als einer der Spieler, als einer der langjährigen Spieler, die Eintracht verlassen könnten. Auch unter anderem Europacup-Sieger, hat viele Erfolge in Frankfurt erzielt. Aber es sieht so aus, als würde er uns verlassen. Irgendwas habe ich mit Brasilien zwischenzeitlich gehört. Dann war jetzt doch Al-Dulai dran. Und jetzt stellt sich die Frage, ja, ist das jetzt fix? Wie sieht's aus? Ich weiß nicht, ob das fix ist, aber es ist, würde ich mal sagen, schon weit fortgeschritten. Okay. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, da waren jetzt einige Zeitzonen zwischen allen Beteiligten und so. Ich glaube, das ist jetzt auch eine Sache, die wird finalisiert in den kommenden Tagen. Wer weiß, vielleicht ja schon, wenn wir heute Abend um 18 Uhr rausgehen, wissen wir dann schon mehr. Jetzt aber Stand jetzt, Montag früh zwischen 10 und 11, wissen wir noch nicht, ob er weg ist. Aber da habe ich jetzt noch nichts vernommen, dass da irgendwas schiefgegangen sein soll bei diesen auf einer völlig ominösen Medizinchecks, die es überall gibt. Das scheint jetzt momentan der neue heiße Scheiß zu sein, dass das öfter mal scheitert. Aber bleiben wir noch mal ganz kurz bei Tuta. Es scheint wirklich zu sein, dass uns dieser langjährig auch bekannte freundschaftliche Spieler, mit dem wir freundschaftlich verbunden sind, weil es natürlich ein toller Spieler ist, mit dem wir so viele Erfolge gefeiert haben, dass er wirklich den Main beziehungsweise verlassen wird, ne? Ja, er sucht ja schon seit Weihnachten hat er ja mit dem Beraterwechsel auch angedeutet, dass er eine neue Herausforderung offenbar sucht. Ja. Jetzt wird es halt eine sein, wo er auch, sage ich mal, mehrere Generationen in seiner Familie aussorgen kann. Da muss wahrscheinlich dann irgendwann gar keiner mehr arbeiten, wenn er da wirklich die kolportierten 25 bis 30 Millionen netto verdienen soll in einem 5-Jahres-Vertrag. Also okay. wer kann ihm das dann da sage ich halt irgendwann. Die Eintracht, wenn sie die kolportierten 15 Millionen erhält, dann sind die auch komplett. Also da muss nichts mehr nach Sao Paulo. Das hat man damals abgekauft, diese 30% Weiterverkaufsbeteiligung bei der Vertragsverlängerung. Ja. Das heißt also, das wäre einfach eine Summe, die würde komplett aufs Eintracht-Konto fließen. Und das Schöne daran wäre, der kam ja mal für eine Summe von 1,2 Millionen Euro oder 1,5 Millionen. Also es wäre auch eine Verzehnfachung des Marktwertes. Und wie viel er bei uns gespielt hat, er hat eine gute Leistung gezeigt. Europa League hält, hast du gesagt. Definitiv. Aber ein Jahr Vertrag nur noch und man will ungern so einen Spieler ablösefrei verlieren. Also dafür sind 15 Millionen sogar sehr gut. Aber es ist natürlich so, auch für dich ein Spieler, bei dem hat man ja schon gewisse Gefühle gehabt, schon schade, wenn er gehen würde. Es ist tatsächlich so. Ich hab's ja, wenn ich vorhin bei Chaibi sage, der ist schon da, dann reden wir bei Tuta über das Doppelte. Der ist lange hier, das ist eine absolute Säule gewesen. Wir haben ja gerade, wenn man so viel Fluktuation im Kader hat, auch immer wieder angesprochen, dass man gerade solche Figuren braucht. Als Fan auch, dass du weißt, der ist da, der hat eine Geschichte, der liebt die Stadt, der liebt den Verein. Ja, das ist tragisch, ehrlich gesagt. In erster Linie ist es tragisch. Und ich will eigentlich das auch erstmal festhalten, weil in mir kommt sofort auch dieser Impuls, den ihr gerade besprochen habt, dieses von wegen, ja, der zweite Gedanke ist, aber 15 Millionen ist eigentlich ganz geil. Ja, das passiert automatisch. Aber ist halt ja, das muss man sich selber an gewissen Stellen abtrainieren, zu sagen, eigentlich ist es richtig, richtig schade, dass er geht. Weil du wirklich einen Spieler hast, der diesen Verein auch repräsentiert hat, auf seine Art und Weise. Es war nie ein Lautsprecher, sodass du das Gefühl hattest, so, der hat von den Fans in irgendeiner Art und Weise einen heißen gemacht, aber es war einfach Tuta. Der hat auf seine lockere Art und Weise, war ein ruhiger Genosse, der auf dem Platz aber auch immer geliefert hat, der auch ein streitbarer Spieler war, also der hat die Fans beschäftigt, aber eigentlich ist es Teil der Geschichte von Eintracht Frankfurt.
dass Tuta da war und dass Tuta mit einer Europapokal gewonnen hat. Deswegen ist es unglaublich schade, dass er geht. Und Erstmal. er ist einer der früheren Spieler, die Eintracht schon weiterentwickelt hat. Also er ist einer der Spieler von der Zeit, in der es so vor dem großen Hype und vor der großen Situation, dass die Eintracht einen Spieler nach dem anderen entwickelt hat und zu den Größten gemacht hat. Und er war wirklich, 2019 ist er, glaube ich, gekommen. Und ich erinnere mich an auch Szenen ich glaube, es war im Flieger, wo er dann seine Vertragsverlängerung bekannt gegeben hat und sich auch richtig gefreut hat. Und es für die Eintracht auch eine große Sache war, dass der Vertrag nochmal verlängert wurde. Dann damals bis 2026. Da hat man schon gemerkt, er kam in diesem Umfeld gut an. Er hat gute Leistung gezeigt. Und dementsprechend, ich finde es auf jeden Fall schade. Ich kann es aber menschlich vollkommen verstehen. Du hast eben die finanziellen Rahmendaten gesagt. Allein das ist natürlich nachvollziehbar. Dann stelle ich mir aber natürlich die Frage, okay, gut, tut er, wenn er den Weg geht, was jeder nachvollziehen kann, was völlig in Ordnung ist. Dann haben wir ja Aurel Amanda, der ein Spieler ist, der da sofort reinwachsen kann. Und dann mache ich mein Internet auf, liebe Leute. Ja, ich wollte es gerade sagen, genau diese Gedanken ja gekommen. Dann gut, den Tuta-Abgang, den können wir intern auffangen. Ja, genau. Und dann guckst du intern rein. Amanda. Und jetzt plötzlich, mein Lieber, ist es auch so, dass West Ham ein Interesse zu haben scheint an Amanda. Ist da wirklich mehr dran oder ist das der Blätterwald, der digitale Blätterwald, der uns hier verunsichert? Ist eine sensible Personalie, sage ich jetzt einfach mal. Ich meine, also so persönlich sensibel wie wir beide, oder meinst du jetzt halt, weil man nicht genau weiß, in welche Richtung das geht? Ja. Ah, okay, alles klar. In diese Richtung sensibel, weil ganz einfach, ich meine, das ist ja schon eine tragische Geschichte gewesen. Der kommt zur Eintracht, ist ein Jahr eigentlich verletzt. Am Ende, wo er sich hätte reinspielen können, war das Ding schon so stabil, dass du einfach nicht reingekommen bist. Dann geht die Vorbereitung los. Und ich weiß einfach nicht zu 100%, wie überzeugt die Verantwortlichen gerade von ihm sind. Ich war auch nicht mit in den USA. Das heißt, das ist jetzt auch einfach viel aus der Entfernung mit Gesprächen, die man geführt hat. Aber diese 100%ige Überzeugung in die Qualitäten von Amanda, die habe ich in diesen Gesprächen nicht immer gespürt. Ich weiß nicht, ob es vielleicht eine 90%, eine 95%, wie auch immer. Also dieses West Ham-Gerücht ist jetzt mal eines, ob der Club jetzt an ihm dran ist oder nicht, das kann ich Stand jetzt noch nicht sagen. Da ist noch Recherche nötig, aber weil ich schon mal sagen kann, ich glaube, es wird nicht das letzte Gerücht sein und ich würde nicht ausschließen, dass sich auf dieser Verteidigerposition Nummer 4, nenne ich sie jetzt mal, dass sich da im Laufe dieser Sommerpause noch was tut. Jetzt das Ko Itakura-Gerücht kam nicht ganz ohne Grund. Der wird jetzt wahrscheinlich nach Amsterdam gehen. Aber es gab schon einen Grund, dass man sich auf einmal als Eintracht Frankfurt mit ihm beschäftigt hat. Und der Grund ist, jetzt fügt sich langsam so das Puzzle zusammen, vielleicht sogar weniger Tuta, den man vielleicht sogar dann, wo man gesagt hätte, komm, wir haben jetzt hier einen Verteidiger, sondern vielleicht dieses Fragezeichen Amenda. Reicht es nach diesem Jahr ohne Spielpraxis jetzt bei der Eintracht wirklich der Verteidiger Nummer 4 sein zu können? Schon absurd, ne? Weil wir uns die Gedanken machen, ja, reicht es bei der Eintracht aktiv zu sein? Ja gut, dann wird er wohl zu West Ham gehen. Das hat bei der Eintracht nicht ganz gereicht, dann musste er den Schritt zurück nach West Ham machen. Also das ist doch auch ein bisschen absurd. Pam, Alter! West Ham erinnert euch noch, Knauf direkt am Anfang, Alter. Dann murmelt Kamada das Ding rein, Alter. Und dann Boré, Alter. Emma, sein Vater, Alter. Das ist schon absurd. Nimm am Ende an. Nee, es ist krass, wie du es gesagt hast. Genau, das ist ja, das war, ich glaube, vor 1 oder 2 Wochen, wo wir gesagt haben, mit dieser Isaac-Etikett-Geschichte, diese 3, da denkt man sich auch, wo ist die Eintracht denn da reingeraten? So, in was für Geschichten, das ist ja so, dass du das Gefühl hast, so die ganzen Transferexperten weltweit operierend, die sagen, ja gut, die Eintracht ist auch auf meiner A-List, Shortlist, wo so irgendwelche Gerüchte kommen. Das ist schon krass, wenn du das Gefühl hast, okay, wenn du das Gefühl hast, da ist ein Spieler, wo du nicht weißt, ob du den in deinen laufenden Betrieb integriert bekommst und dann geht er aber nicht nach Hannover, sondern dann geht er zu West Ham. Das ist das Absurde. Das ist so. Also das ist ja völlig absurd. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, okay, ja, also kurz habe ich gedacht, naja, also so präsent war er doch zuletzt nicht, dass er jetzt zu West Ham. Ja, aber das war doch, ich meine, bei Chelby haben wir ähnliche Geschichte, wo wir das Gefühl hatten, okay, wie geht's mit Chelby weiter? Ja. Reicht das für die Eintracht oder nicht? Und dann tauchen Gerüchte bei Aston Villa auf. Ja. So, ob die 40 Millionen Euro für Chelby zahlen wollen. Für einen Reservespieler bei der Eintracht. Also von daher, sagst du schon ganz gut, das sind neue Dimensionen. Und es ist wahrscheinlich, wenn ich das jetzt auch so zusammenfassend mir hier im Kopf zurechtlege, das ist wahrscheinlich dann die letzte entscheidende Transferfrage diesen Sommer, oder? Also wenn wir sagen, ein Stürmersystem, Wahi funktioniert, Stürmer sind da. Sechser probiert man erstmal mit Chelby aufzufangen. Und man hat ja auch noch Heulund, die Heulund so. Nein, genau, danke. Das wollte ich nämlich jetzt einleiten.
nach der Dorn-Frage. Da kommen wir gleich zu. Ich will nämlich noch das ist eigentlich schon so die Frage Nummer 1 und die Frage Nummer 2 ist noch Vertrauen in Nils Nkunku. Ja, genau. Das sind schon die beiden Personalien, wo ich noch sage, da geht es aber weniger um die Spitze, sondern mehr um die Breite im Kader. Und bei der Breite, ich meine, Nkunku hat ja auch seine Einsatzzeiten jetzt öfter mal bekommen, auch im Trainingslager, ne? Hat er auch gespielt und dann hat man auch geguckt, wie das so funktioniert. Ich glaube, ein Urteil kann ich noch nicht fällen, da bin ich mal gespannt, wie das so weiterläuft. Scheint aber jetzt nicht ganz so optimal zu gewesen sein. Bei Nils Nkunku, ich finde, du hast in diesen Testspielen halt alles gesehen, was Nils Nkunku ist. Ich meine, das war doch allein dieses letzte Tor gegen Louisville. Ja. Das leitet er mit einem Fehlpass selbst ein, um dann den Ball zu gewinnen gegen 3 Leute. Da macht er noch am Ende wirklich einen technisch sauberen Übersteiger und einen Abschluss, wo du dir denkst, da steckt so viel drin. Ja. Der ist halt so eine Wundertüte, jetzt auch in seinem 3. Jahr. Aber das Problem ist halt ein Backup bei der Eintracht. Wenn du den bringst, dann musst du als Trainer eine gewisse Verlässlichkeit haben. Und die gibt dir halt Nils Nkunku überhaupt nicht. Mir tut das total leid, weil ich finde diesen Spielertypen richtig geil. Gerade für die Spieler, wenn es für die Spieler Wild West, du liegst 1-0 hinten, du weißt, jetzt musst du all in gehen und bringst so einen Nkunku rein. Aber da das nicht der Eintracht-Stil ist und die Eintracht, glaube ich, auch nicht erpicht ist, dass das Woche für Woche stattfindet, glaube ich, wäre da nochmal eine Änderung Nkunku vielleicht abgeben. Ja. Und dafür nochmal vielleicht eine verlässlichere Größe auf der Position zu holen, glaube ich, wäre gewinnbringend für die Eintracht. Ich kann es nachvollziehen. Mein Herz bleibt trotzdem bei Nils Nkunku, den ich als manchmal wilden Typen total feiere. Wir werden sehen, wie das weitergeht. Aber es ist trotzdem so, dass es auch andere Spieler gibt. Wir haben ganz kurz hier in der Vorbesprechung über Aurelio Buter gesprochen. Derjenige, der unter anderem auch bei Union Berlin auch gerüchtet wurde, der tatsächlich auch beim HSV Interesse generiert hat und jetzt eigentlich kurz davor stand, nach Griechenland zu gehen. Aber da hat man jetzt gehört, der Deal scheint jetzt doch off zu sein. Es wurde irgendwas über Medical erzählt. Müssen wir mal gucken, ob das wirklich so stimmt. Aber du bist auch schon im Transferjournalisten-Game. Ja. Deal off, Medical. Was denkst du denn? Ich habe die ganzen Worte jetzt zusammengesucht und habe gedacht, wir fangen jetzt auch mal an. Nein, aber es ist natürlich jetzt so eine merkwürdige Sache. Wir hören das ja immer wieder. Es ist ja gleichzeitig auch so, Smolcic war ja ähnliche Sache. Smolcic ist auch ein Spieler, bei dem wir leider wissen, dass das in der ersten Mannschaft der Eintracht kein großartig erfolgversprechende Situation mehr sein wird. Also das ist momentan echt tricky, was sich da tut. Ne? Es hat trotzdem noch mehr zu tun, als man denkt. Ne? Ja. Also du hast trotzdem noch so eine große Liste. Wir haben jetzt einander. Zum Beispiel Buba, Ebimbe. Motorhut hast du auch gar nichts mehr. Das sind die ganzen Spieler, die halt da stehen und bei denen man sagen muss, cool, dass sie geholt wurden, cool, dass du es probiert hast, aber es funktioniert dann nicht. Das Bittere ist jetzt halt für dich, die hast du ja vor dem Trainingslager mehr oder minder für die Gespräche freigestellt. Das ist ja auch ein Zeichen. Jetzt kommst du zurück und du hast keinen von den 5, die du losbekommen wolltest, außer Ekitike, wo ja da klar war, dass das wird ein Mega-Verkauf. Gott sei Dank ist das Thema vom Tisch. Auch nicht am 31. Aber man muss jetzt schon sagen, das ist natürlich problematisch. Also ein Smolcic und Buta, die waren topfit hier in Frankfurt. Die haben den Medizincheck völlig normal bestanden. Und jetzt kommen da auf einmal Anderlecht und welcher Verein ist es? Panathinaikos. Ja. Und sagen auf einmal, da rasseln Spieler durch den Medien. Also das ist auch nicht die feine englische Art. Wenn du dich umentscheiden solltest, ein Last Second, weil du auf einmal vielleicht dann doch gemerkt hast, oh, da öffnet sich ein anderes Türchen, dann kommunizier das sauber. Aber hör auf dem Rücken der Spieler geplatzte Medicals auszutragen. Das ist einfach unsauber. Ob das jetzt bei Panathinaikos stimmt, das kann ich bislang noch nicht bestätigen, aber auch nicht dementieren. Die Eintracht wusste gestern Abend, als ich nachgefragt habe, bei den Verantwortlichen, wusste man einfach nicht, hat man noch nichts gehört. Ja. Aber Transfergeschehen ist dynamisch und so ein griechischer Reporter, glaube ich, wird sich das jetzt nicht völlig aus den Fingern gesaugt haben. Definitiv. Es ist ein bisschen frustrierend, weil für uns war ja klar, Buta. Aber das Problem ist einfach deine Marktwerte. Das sind ja eh schon Spieler, man sieht es. Es ist total zäh für die Vereine zu finden und jeder geplatzte Medical in der Öffentlichkeit, der steht erstmal drin. Ja, das ist es. Und das ist bitter und ich bin gespannt, wie die Eintracht, sage ich mal, dieses Quintett am Ende aufgelöst bekommt, weil das sind einige Spieler, die dir einfach auf der Payroll stehen. Auf der Payroll und trotzdem ist es ja so, dass man nicht so tun sollte, als wären das Spieler, die keine Qualität hatten. Weil das sind alles Spieler, die der Eintracht auch dann und wann geholfen haben. Definitiv. Buta auch mit Toren, auch mit Assists. Jetzt seine letzte Leihe war jetzt nicht von Erfolg gekrönt, muss man sagen. Ist ja mit dem Verein dann abgestiegen in Frankreich, aber trotzdem war das ein Spieler, der immer seine Leistung auch gebracht hat, bei der Eintracht auch relevant war und auf einer Position ist, die in der Bundesliga auch durchaus benötigt
benötigt würde, ne? Also da ist jemand mit der Konstanz, auch ein Spieler, gerade für Union, vielleicht auch für den HSV, immer noch eine Nummer. Und deswegen finde ich es tatsächlich sehr unlaut, muss ich wirklich sagen. Ja. Wenn dahinter nichts steckt, dass Medical, angeblich wegen Medical, das da nicht funktioniert hat, dann muss man wirklich sagen, wenn da nichts dahinter steckt, ist es tatsächlich unlauter und das ist kein gutes Geschäftsgebaren. Weil das ist nämlich für den Spieler komplett problematisch. Der steht dann da und dann denkst du, okay, was soll ich denn jetzt machen? Und es ist ja eigentlich absurd, weil bei Panathinaikos hat ja ihren Rechtsverteidiger, den hatten die ja letztens erst verkauft. Da haben sie viel Geld für bekommen, 21 Millionen. Ich weiß nicht, ob es 21, aber der ist auf jeden Fall 21 Jahre alt gewesen und mehrere Millionen nach Portugal gewechselt. Und da habe ich dann schon gedacht, okay, klar, die hatten auf dieser Position jetzt keinen, deswegen war es eigentlich logisch. Aber das ist ein bisschen schwierig. Gibt es da noch einen anderen Spieler, bei dem du sagst, okay, da hast du ein bisschen was gehört, das könnte jetzt in irgendeine Richtung gehen, weil es ist tatsächlich so. Wir haben einige Spieler, wir haben noch gar nichts gehört. Ja, ehrlich gesagt würde ich das Gegenteil behaupten, zu sagen, man hört relativ wenig. Also, dass du das Gefühl hast, du hast es gesagt, fliegst ins Trainingslager, schreibst ja auch öffentlich, welche Spieler nicht dabei sind, aus welchem Grund. Das heißt, da muss man dann auch gar nicht mehr rumspekulieren, ob sie jetzt Wechselkandidaten sind oder nicht, sondern du kriegst das offiziell bestätigt. Und dafür ist schon ehrlich gesagt eher wenig passiert. Und ich finde auch, dass das unterschätzt wird, was für Spieler das sind, wie viel Gehalt die binden noch und wie das deine Handlungsfähigkeiten in anderen Bereichen erstmal einschränkt. Das heißt, wir reden immer über diese Blockbuster-Transfers, und dann kriegen wir 95 Millionen, dann können wir da. Das wird mir in der Öffentlichkeit und auch bei Fans immer viel zu sehr in Ablösen gedacht und zu wenig in Gehalt. Ja. Sozusagen, okay, ich kriege jetzt die 100 Millionen, die kann ich dann ausgeben. Es geht eher darum, dass du das Gefühl hast, du hast ein Gehaltsgefüge und wenn an der Stelle jetzt dieses Quintett weg ist, dann habe ich auch wieder Luft, was Gehälter betrifft, die ich einem Spieler anbieten kann, weil das ja diese Fixkosten sind. Ja. Ich meine, es ist ja genau das, du gehst ja eher an Fixkostenpleite als an einmaligen Ausgaben. Das ist ja genau das, wenn wir drüber sprechen, Champions-League-Kader. Kannst du den nicht basteln, weil du kein regelmäßiger Teilnehmer bist, beziehungsweise nicht seriös planen kannst, einer zu sein, dann ist es wichtig, dass dein Gehaltsgefüge gesund ist und das kann auch nur gesund werden, wenn du dann nicht in irgendeiner Art und Weise 5 Spieler hast, die auf der Tribüne sitzen, aber keine Ahnung, das ist jetzt komplett ins Blaue geschossen, 10 Millionen Euro Gehalt binden. So, das geht nicht. Also deswegen, das ist ein wichtiger Faktor, der jetzt angegangen werden muss, weil ich glaube, dann kannst du über diese Kann-Geschichten, die wir vorhin hatten, dann kannst du darüber auch ganz anders sprechen. Ja. Da hast du, glaube ich, auch eine größere Flexibilität, was ich ganz spannend fand. Es gab jetzt jemanden, Christian Listesch, über den wir immer mal wieder nuanciert hier gesprochen haben, wo wir aber gemerkt haben, er hat ja gar keine Bindung in die erste Mannschaft, jetzt größer. Und da war es ja zuletzt so, dass es jetzt aber das Gerücht gab, dass er wieder zurück nach Ungarn wechselt. Offenbar ist Ferencvaros interessiert. Das würde für alle Seiten, weil das der ist erst 20, wäre das für alle Seiten auf jeden Fall eine gute Sache. Ob das jetzt als fixer Transfer oder als Leihe ist, das weiß ich gar nicht genau. Aber hast du da noch mal was gehört? Ich denke, da geht es um eine Leihe. Das mal ist doch zurück super. In die Heimat. Ja. Damit der Junge einfach mal nach einem, auch nach so einem völligen Seuchenjahr, einem körperlichen, einfach wieder spielt. Ja, super. Das ist. Da können wir alle froh sein, wenn das passiert. Ja. Weil ich meine, im Endeffekt geht es gerade für so einen jungen Spieler auch darum, regelmäßig Einsatzzeit zu bekommen. Und Ferencvaros ist natürlich immer noch ein Top-Verein, insofern ist das ganz gut. Aber wenn wir über Top-Vereine sprechen, müssen wir natürlich auch über die Offensive der Eintracht sprechen, damit wir nämlich top bleiben. Und damit wir top bleiben, brauchst du auch in der Offensive, wir haben darüber gesprochen, es wird wahrscheinlich in diesem Einen-Personen-Sturm münden, das kann sein, aber für die Außen brauchst du jemanden. Wir haben über Litzo Dohan letzte Woche schon gesprochen, haben wir schon gehofft, dass es gut läuft, aber auch da, lieber Chris, es stockt. Der Transfer. Warum, Alter? Was? Ich glaube. Hast du zu wenig gemacht? Ja, natürlich. Ja? Nee, ich war nicht dran schuld. Nee, ich war nicht dran schuld, aber also bei Dohan war es jetzt auch einfach letzte Woche, da wurde wahrscheinlich auch einfach die Entscheidung getroffen, wenn du am Mittwoch in den USA bist, macht es jetzt Sinn, das Ding zu finalisieren und den vielleicht für einen Tag noch in die USA oder sowas zu holen. Also bei Ritsu Dohan gehe ich weiterhin davon aus, ganz klar, dass das klappt. Ja. Und ich Stand jetzt auch davon aus, dass wir ihn gegen Fulham im Eintracht-Trikot sehen. Okay. Davon gehe ich nach den Informationen, die ich jetzt zusammensammeln konnte, aus. Natürlich, wir haben die Medizinchecks und alles erlebt und sonst was. Aber News hier bei der Frankfurter Eintracht. Zu wie viel Male wird der Dohan-Transfer jetzt bestätigt? Von mir nicht. Von mir wurde er noch nie bestätigt. Ja. Aber jetzt glaube ich tatsächlich dran, dass das in den kommenden Tagen die Fahrt aufnimmt, die es endlich aufnehmen sollte. Geil. Die sind jetzt ja gelandet heute früh. Ja. Die Jungs, jetzt denke ich mal so richtig los geht das Training dann am Mittwoch, damit die sich jetzt auch mit dem Jetlag hier wieder anpassen. Und dann würde es mich nicht wundern, wenn auch Dohan vielleicht dann zu den ersten Trainingszeiten auch nach
monatelangen Gesprächen bei der Eintracht auftaucht. Und ich glaube auch, das wäre neben Burkhardt der zweite Königstransfer, der dich auch wirklich besser machen kann. Das glaube ich auch. Ich denke, wir haben so viel jetzt schon über Lizo Doan gesprochen. Wir haben es ja letzte Woche, glaube ich, ausführlich behandelt. Wir werden alle sehr große Freude dieses Transfers. Wenn das definitiv passiert, sind wir alle sehr zufrieden. Hast du noch mal was bezüglich der Ablösesumme gehört? Wird es sich wahrscheinlich um diese 18 bis 20 Millionen schon taxieren, oder? Müssen wir schon sagen. Wären es auch 20 plus 1 am Ende. Aber das nicht musst du für einen Topspieler des Tabellenfünften der Vorsaison. Ich meine, guck mal, du holst dir dann Doan und Burkhardt. Den Besten vom Tabellenfünften und den Besten vom Tabellensechsten holst du halt für 40 Millionen zusammen. Ja. Also da darfst du am Ende, das hat der Kicker auch richtig geschrieben, nicht an 2-3 Millionen scheitern, wenn du halt so einen Spieler hast, wo du weißt, der wird ein Keyplayer in deinem System. Ja. Liebe Leute, das ist, glaube ich, zum vierten Mal das Wort verwendet. Ich habe mich extra zurückgehalten, Leute. Wir schauen mal. Das sieht alles ganz gut aus. Ich freue mich auf die nächsten Wochen, denn es geht jetzt in die Crunch-Time. Es wird jetzt, ich bin ein bisschen kribbelig. Engers steht bald an, aber du hast auch gesagt, Fulham, die Eintracht schön im Craven Cottage, einem der schönsten Stadien der Welt. Oder? Ein tolles Testspiel. Schreibt ihr doch mal in die Kommentare, wenn ihr vor Ort seid. Ich will mal ein bisschen was wissen. Ich habe am Samstag schon, hier, als du hier dein 93 Sommerfest gemacht hast, habe ich schon mit dem einen oder anderen gesprochen. Die haben schon gesagt, die fahren sogar hin. Also das ist eine geile Auswärtsfahrt. Aber ich glaube, wir dürften die eine oder andere interessante Auswärtsfahrt dann mitbekommen in dieser Saison. Denn bald ist die Auslosung unserer Champions League. Und ganz ehrlich, Basti, mich kribbelt's schon. Ja, man merkt, dass es jetzt losgeht. Die nächste Folge, die wir machen werden, wird eine kleine Vorschaufolge, weil danach ein Spiel anschließt. Genau. Und das ist dann einfach wieder anderes Level. Endlich wieder. Vorhin mit dem Kameramann auch drüber gesprochen. So, klar ist das immer ganz interessant und dann machen wir hier ein Gerücht und dann wieder eine Seifenoper und dann kommt der und bla. Wir können bald wieder über Fußball reden. Endlich. Das wird mich auch ein bisschen erleichtern, was das betrifft, weil ich habe richtig Bock auf die Saison. Wir haben 8 garantierte Champions-League-Spiele. Wir haben gesagt, den Pokal könnte man mal wieder eventuell... Holen? Oh, kann man wieder holen? Nein, nicht holen, aber dass wir ein bisschen mehr, weiß nicht. Zumindest mehr Highlight-Spiele haben, als wie dass du einfach so gegen Leipzig ausscheidest. Definitiv. Das ist ja das beschädigt ja sowieso diesen Wettbewerb, dieser Verein. Deswegen, da sind viele Dinge drin. Du hast gesagt, es werden 4 Auswärtsspiele ausgelost, es werden 4 geile Heimspiele sein. Bundesliga, HSV ist wieder da, Köln ist wieder da. Geile Fahrten. Hast dann da auch ein bisschen interessantere Auswärtsspiele dazu bekommen. Also von daher, ich habe langsam richtig Bock. Und der Doan-Transfer ist so das Letzte, was ich noch brauche, um komplett auf den Hype-Train Richtung Wahihausen zu fahren. Ha, Friends, es kribbelt. Wir sind nächste Woche wieder da. Ciao, ciao. So, Freunde der Sonne, wir haben eine neue Folge Fußball 2000 abgedreht. Das aktuelle Transfergebaren wurde ausführlich von uns behandelt und ein kleines Update zu Lizo Doan ist auch am Start. Aber ihr wollt ein bisschen mehr von der Eintracht, ihr wollt ein bisschen mehr Gefühl von den Spielern der Eintracht. Da kann ich euch empfehlen, ein Interview mit Nnamdi Collins, geführt vom einzigartigen, oft kopiert, nie erreichten Phil Hofmeister. Klickt euch hier rein für Nnamdi Collins meets Phil Hofmeister. Es ist das, was wir können.